Ich bin gerade von meinem Hotline-Dienst heimgekommen und habe gerade gesehen, dass meine Samen aussprießen. Schaut's. Also das ist der Rettich, der heißt Margaretta und der ist schon ziemlich weit draußen. Und hier bei Cheyenne, bei dem Chili, sind auch schon Keimlinge und bei den Cherry-Tomaten auch schon süß. Die anderen noch nicht, aber wird bestimmt auch bald kommen. Ich mache gerade meine Scratch Map, die ich vom Andrew zu meinem Geburtstag bekommen habe. Thank you again so much, Andrew. That was such a cool present. And I thought it would be good for me to do it with English currency, so I found a penny in my wallet. So yeah, I'm now scratching all the stuff, all the places where I've been, with a little English coin. Ich glaube, ich bin fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war irgendwie da in diesen Counties auch von Irland. Ich habe jetzt mal meinen Papa gefragt, weil der merkt sich sowas normal immer ganz gut. Aber Dublin und Donegal habe ich schon gescratcht und ich glaube, ich war hier und hier auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. There's lots to explore. Ich muss jetzt noch diese ganzen Brösel wegputzen und dann werde ich es einrahmen. Ich war gerade einkaufen und von der Maske. Und vor dem Supermarkt, wo ich normal immer einkaufen gehe, steht immer so ein Typ von der Kupfermucken. Das ist eine Charity-Zeitschrift in Österreich. Und der Typ, der da gestanden ist, der hat voll traurig reingeschaut. Und ich kaufe sowas irgendwie so alle paar Monate mal. Einfach, dass ich das ein bisschen unterstütze. Und der war, glaube ich, so perplex, dass ich da tatsächlich jetzt mal auf ihn hingegangen bin und was abgekauft habe, mit Abstand und so. Aber der war so perplex, dass tatsächlich jemand ihm was abgekauft hat, weil halt gerade alle so Kontakt und so meiden. Und da hat er mir dann einfach die Zeitschrift in die Hand gedrückt, die er, glaube ich, schon die ganze Zeit in der Hand hat. Und das ist einfach die voll zerknitterte Ausgabe. Und ich habe das voll witzig gefunden, aber er hat sich total gefreut. Das war irgendwie gerade super süß. Also ich meine, wenn man so Abstand einhält und so, passt das eh. Aber der wird halt gerade nicht so ein gutes Geschäft haben, glaube ich. Aber echt diese... Es ist ein wunderschöner Tag und ich wollte euch nur updaten über meine Pflänzchen. Und zwar kommen jetzt tatsächlich schon mehrere ziemlich schön raus. Hier haben wir Kohlrabi. Das ist Cherry-Tomaten, die sehen so aus. Und da wieder Cherry-Tomaten. Chili und Zwiebeln nach wie vor nicht wirklich viel. Da ein bisschen was dort und ein bisschen was hier. Das ist Klaus, der Zwiebel. Der Rettich ist nach wie vor der am besten gedeiht. Yay, it's working! Ich habe mir jetzt auch noch mehrere von diesen so kleinen Behältern und so gebastelt. Das heißt, ich werde es da bei Gelegenheit noch etwas mehr einsetzen vermutlich. Und muss dann im Garten mal ein Beet umgraben. Aber es hat noch Zeit. It's working! Yay! Au, au. Was machst du? Trommel bauen. Hello aus dem Garten. Es ist der 11. April. Happy Birthday, Mirci, by the way, falls du das anschaust. Ich habe heute schon ein paar von meinen Pflanzen umgepflanzt und ich werde heute auch das Beet, also die Wiese, wo ich das Beet machen möchte, umstechen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit auf eine kurze Timelapse, weil es vielleicht ganz cool zum Anschauen hier ist, wo ich das Beet machen möchte. Moment. Hier ist, wo ich das Beet machen möchte. Ich habe mir das da schon mit so Steinen abgelegt. Los geht's.
Ich bin endlich fertig. Und schaut, wie viel Gras da, wie viel Gras ich da rausgebracht habe. Wow. Das sind richtige Schichten an. Ich werde das jetzt wahrscheinlich, also ein paar von denen werde ich wahrscheinlich an andere Stellen vom Garten verlegen, wo das Gras nicht so gut wächst und so. Und das Beet werde ich jetzt noch ein bisschen umgraben vermutlich und ja. Yay! Das war so anstrengend. Ich bin jetzt endlich fertig mit dem Beet. Ich habe jetzt alles fertig gemacht. Das ist auch jetzt ein bisschen gerecht worden, dass es schön gleichmäßig ausschaut. Und ich habe jetzt dann nur mein Paar da liegen, weil die anderen, da gibt es da in unserem Garten so einen Fleck, wo irgendwie nicht wirklich Wiese gewachsen ist und ich habe das jetzt quasi da drauf gemacht und da ist überall Grassaat drauf und die restlichen werde ich wahrscheinlich jetzt auf den Kompost werfen. Jo, morgen soll es regnen, da wird es dann mal drauf regnen, das ist vielleicht eh nicht so schlecht, aber yay, fertig. Kleines Update an der Pflanzenfront. Ich habe mittlerweile doch einige jetzt schon in größere Töpfe umgesetzt und ich weiß nicht, was das ist, aber das sind alles Gurkenpflanzen und die sind eigentlich echt schon alle ziemlich groß. Und hier sind Gurken neben Tomaten, weil die mögen sich irgendwie ganz gern. Und die Tomatenpflanzen wachsen auch schon ganz nett. Und dann hier herüben habe ich Rettich. Und bei denen weiß ich irgendwie nicht so ganz, ob es ihnen gut geht oder nicht, weil der zum Beispiel hängt irgendwie die ganze Zeit. Aber wächst trotzdem weiter, also ich glaube, das ist einfach, weil er sich nicht mehr so wirklich halten kann. Und dann hier habe ich jetzt nochmal neue Pflanzen angepflanzt. Das ist wieder Gurke. Das sind alles Chilis. Die gehen halt, hier ist schon eine heraus, aber die Chilis gehen halt oft erst sehr spät auf. Hier sind zum Beispiel noch gar keine heraus. Das ist Kohlrabi und ich habe schon mal Kohlrabi angepflanzt. Aber das Problem ist, die sind echt irgendwie alle gestorben, sobald ich sie pikiert habe. Also pikiert heißt, wenn du sie quasi aus dem kleinen Ziehtopf rausnimmst und dann in einzeln, also in mehr Abstand in was Größeres setzt, das heißt pikieren. Und ich habe da eben die Kohlrabi-Pflänzchen reingesetzt und die sind wirklich irgendwie alle tot, was nicht so cool ist, bis auf diesen da. Und ich weiß nicht, ob der nicht einfach nur so tut, als ob. Moment, hier ist es scharf. Aber ich habe hier nochmal mehr angepflanzt. Also hier ist ein großer Topf mit, das sind nur Tomaten und die gedeihen eigentlich ganz gut. Dann sind hier Chili. Und dieser Chili ist der größte Chili, den ich habe momentan. Und dann sind hier nochmal Gurken, die auch ganz gut gedeihen. Die muss ich mal umdrehen, dass die nicht irgendwie nur in eine Richtung wachsen. Ich habe mir gedacht, ich werde wahrscheinlich die ganzen Pflanzen so herinnen aufbewahren bis so Anfang Mitte Mai, weil ja dann diese Eisheiligen sind, wo man irgendwie sagt, man soll die Pflanzen nicht davor raussetzen, weil die sonst alle einfach wegfrieren. Aber ja, ich freue mich auf irgendwie ich freue mich auf die Gurkenpflanzen vor allem, weil die, glaube ich, wirklich gut gedeihen und ja. Ich habe mittlerweile eben auch draußen das Beet komplett fertig gemacht, Gott sei Dank. Das war dann noch ziemlich anstrengend, aber jetzt ist es jetzt finished und jetzt warte ich eigentlich nur mal, bis sie groß genug sind, dass ich sie raussetzen kann. Ein Ding noch, mein Papa hat morgen Geburtstag und ich habe ihm eine Rose gekauft. Schaut, wie schön die ist. Oh. Dankeschön. Wollen wir die da irgendwo einsetzen? Ja, können wir machen. Ich bin gerade Inlineskaten entlang der
Donau, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist die Donau, nicht die Traun. Es ist so das schöne Wetter, darum habe ich mir gedacht, ich muss einfach ein bisschen rauskommen. Ich weiß nicht, ich kriege, seitdem die Fitnessstudios nicht mehr offen haben, habe ich manchmal am Abend so das Gefühl, das könnte ich einfach überhaupt nicht einschlafen. Ich habe so richtig ruhelose Beine und ich glaube, da hilft am besten Exercise. Und darum schaut sich diesen View an. Es ist so ein schöner Tag. Wow. Schaut, wie schön es heute ist und es ist auch mega warm. Wenn ich mich recht erinnere, geht es da vorne dann rechts rein zum Aussee, wo ich gerne hin würde. Aber schauen wir mal, ob das die richtige Abbiegung ist. Die haben mich gerade so blöd angeschaut, oh mein Gott. Oh crap. Okay. Schaut mal nicht so schlecht aus. Wow, der See ist so schön. Wow. Ich glaube, das ist was zum Wasserskifahren. Also ich kann mich erinnern, wie ich da mal baden war. Da ist so ein Seil gespannt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber da kann man dann quasi da über diese Hindernisse drüber. Mir ist so heiß. Oh mein Gott, ich schwitze so arg. Wenn ich mich recht erinnere, ist da vorne ein Pferdehof. Müssen wir mal schauen, ob die Pferde heraus sind. Vielleicht kann ich Pferde streicheln. Ich glaube, da fahren wir bei der Bushaltestelle. Yummy, 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 yummy. Ich war tatsächlich dann 1,5 Stunden Inlineskaten und jetzt bin ich fix und fertig. Aber ich mache gerade das neue Video von heute, also es geht dann heute wahrscheinlich online, fertig und das ist sozusagen ein Day in the Life of a Medical Student, a Quarantine Edition und ich hoffe, es wird irgendwie was. Es ist voll schwierig, irgendwie da ein spannendes Video zu drehen. Ich weiß nicht, ich mache halt irgendwie den ganzen Tag einfach irgendwas. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das wird. Ich habe außerdem gerade meinen Quongs für heute aufgenommen. Das ist Stairway to Heaven von Led Zeppelin und ja, recht viel mehr mache ich heute nicht. Welcome to my exciting quarantine life. Ich wollte euch nur schnell zeigen, was ich gestern am Nachmittag im Garten gemacht habe. Ich habe mein Beet umrandet mit so Ziegeln. Das sind alte Ziegel, die wir in der Hütte gehabt haben. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich quasi das unten ausgegraben habe und dann mit Wasser aufgegossen, dass dann so eine Art lehmartige Erdkonsistenz war. Und dann habe ich das richtig eingegraben. Darum sind die jetzt mega fest drin. Und ich hoffe einfach, dass dadurch die Schnecken ein wenig abgeschreckt werden. Ich habe jetzt gleich einen Videocall mit einem Spanier für mein Spanisch-Wahlfach
Aber ich habe gerade eine Amazon-Bestellung bekommen und ich glaube, da ist was ziemlich Cooles drin. Das ist ein Tripod für mein Handy, weil ich in letzter Zeit eigentlich nur mit meinem Handy vlogge, weil es einfach viel einfacher ist. Wow, das ist stark! Oh, wie cool! Endlich ist er da. Es schaut irgendwie... Schaut lustig aus, aber endlich ist es da! Yay! Ah, es ist cool. Es ist so angenehm zum Tragen. Es ist so viel besser zum Tragen. Oh mein Gott! Okay, ich muss jetzt wirklich auf diesen Videocall gehen. Un video chateo, una llamada de video español. So irgendwas.